Mahlzeit. In meinem letzten Video habe ich ja vergessen, die Ausrüstung mitzunehmen, um die Vaults auf Matka zu machen. Das hole ich jetzt noch nach. Nochmal das Zeigestückchen an. So. Matka-Tag Training. Also ich habe eingepackt einmal Yorick Skull und einmal eine Purple. Ich habe jetzt leider keine zwei Purple, deswegen gehen wir jetzt mal rein und hoffen, dass wir im House of Scott eine zweite finden. Dann können wir direkt beide auf einmal machen. Ja, das kann man auch so machen. Jetzt muss ich mich selber einmal orientieren. Da ist das. Dann müssten wir hier durch. Genau, da ist die Kirche. Beziehungsweise der Kirchplatz. Und wir gehen direkt auf House of Scott zu. Einmal hart alles ignorieren. Na, wo ist er? Da. Ah, ich werde warm mit der Waffe. Genau, einmal House of Scott. Und schwupps. Dann der Schädel. Der Klack geht drauf. Und jetzt haben wir mehr oder weniger eine große Vault. Also wir haben einmal diese Untergrundkneipe, sage ich jetzt mal. Und wir haben jetzt natürlich den Punkt auch, wenn man gerade im Team ist, sollte vielleicht einer die ganze Zeit den Eingang decken. Also wir haben jetzt hier den doppelten Eingang, kann ich mal sagen. Wir kommen hier runter, können dann links und rechts können wir ausweichen und können dann weiter hier runter. Also sollte einer vielleicht vom Tresen aus das Ganze decken. Wir haben hier rechts einmal die Klos. Vielleicht mal, wenn man die Vault offen vorfindet, auf jeden Fall sichern. Alles ordentlich. Und hier gibt es auch direkt, das weiß auch nicht jeder, eine Leiter. Und zwar kommen wir hier, wenn wir nämlich in der Vault festgesetzt werden von außen, kommen wir hier durch den Lüftungsschacht. Und deswegen sind SMGs so praktisch, weil die nicht ganz so lang sind. Und kommen hier raus. Können also gucken, wenn wir da unten drin sind und sich der Gegenspieler also hier festsetzen. Entschuldigung. Muss man natürlich aufpassen, die hören das auch, das auf dem Blech, das Getrampel. Und haben gegebenenfalls den Lüftungsschacht auch im Blick. Ne? Ja. So, dann kann man hier einmal die Kisten plündern, was es hier so gibt. Also hier gibt es durchaus gutes Loot drin, auch ohne dass man eine Purple hat. Sagte er und macht die Kiste auch lieber leer. Und hier gibt es noch... Ja, jetzt ist natürlich richtig wenig los, aber es ist auch ein Trainingslauf. Ja, also wir können hier schön hinter der Theke sichern. Man sieht also, wenn jemand runterkommt, zuerst die Beine. Und dann haben wir noch als Möglichkeit, ich habe es glaube ich gar nicht oft gefunden, hier hoch, das Rangers Handbook. Das ist eins der Streamer-Items. Ich weiß nicht mal, ob es das erste ist. Ich glaube, das kann hier auf dem Tisch liegen. Was halt so ein kleines Handbuch ist, was halt 20.000 Wert hat. Also da sollte man nachgucken hier. Das ist, glaube ich, auch der einzige Spawn, wo man das herkriegen kann. Dann haben wir hier die Vault. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Lagerraum. Und ihr habt ihn schon vielleicht gesehen. Auch hier habt ihr die Chance, alte Kühltheke, einen Twig Cheese. Da, jetzt kann man es mal lesen.
Keine Kühe benutzt. Aha, okay. Also in diesem Seitenraum ist nicht viel zu finden, außer vielleicht der Käse. Das ist ganz interessant. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir eine zweite Purple hier drin finden. Und das ist aktuell eine der ertragreichsten Vaults. Ich glaube, die grüne in Underground kann halt noch ein bisschen ertragreicher sein. Aber wie ihr seht, hier ist ordentlich Material drin. Gute Kisten. Ja, eine UMP. Griffe, Magazine. 2 Orange. Ich habe gesagt, wie gesagt, ich bräuchte jetzt eine Purple. Aber auch hier Griffe. Glücksmakarov will immer aus dem Holz raus, so wie ich greife. Nachtsicht. Rüstung. Ja. Schön. Wäre jetzt besser mal ein richtiger Raid. Ne? Also Grafikkarte habe ich jetzt in Vault selten gefunden, aber Daumen hoch. Geht das so? Ja. Musik. MP9, Wasserflasche. Ne, so sieht die halt nackt aus, die MP9. Nicht, wenn man die schon voll equipped hat. Hat die eigentlich den? Ja, da kann ich auf B das Magazin auswerfen. Und dann die Wasserflasche nehme ich schon mal mit. Gewohnheiten. Ja, gut. Also da merkt ihr, die kostet mich, wenn ich die jetzt auf Spectre 4 kaufe, 48.000 plus die Trommel, die sonst nicht dabei ist. Die kostet auch nochmal extra. Ja. So könnten wir uns jetzt direkt hier selbst fertig machen. Mein Lieblingsgriff. Ja. Und dann wären wir schon soweit. Ist kein Schalldämpfer drauf, aber hier kann man also mit 3 Mann auch genug rausholen. Und da ist jetzt meistens schon der Moment, okay, wir sind jetzt hier drin, haben gelootet, einer deckt und haben so lange Zeit hier drin verbracht, dass sich draußen schon die Leute tummeln und einen empfangen wollen. Ich weiß gar nicht, ob... Das war auch treffen, Daniel, ne? Nun gut, dann machen wir jetzt noch die andere Vault in einem. Machen wir jetzt mal kurz Abandon Raid. Also House of Scott ist eigentlich, es ist immer wert, da reinzugehen. Es ist halt nur relativ aufwendig und alleine, da hast du schon so viel Loot drin, dann kannst du alleine nicht tragen. Also selbst mit einem Ragnar wird es schwer. Wir haben schon Leute erwischt, die waren alleine mit einem Ragnar. Aber wenn du 3 versierte Spieler hast, okay, hier und da kann mal einer davon dann das Zeitliche segnen oder 2, aber normalerweise kommen die gegen 3 nicht an. So, Training, Matka Tag. Gehen wir nochmal schnell rein für die letzte Vault. Ich höre schon Wasser. Ach so, passend dazu. Ja, ich habe gesagt, hier ist ein Spawn. Ja, dementsprechend wäre jetzt perfekt, House of Scott zu machen. Einfach Treppe runter und los, ne? Also so Glück kann man auch mal haben. Wir gehen jetzt zur anderen Vault. Mal gucken, dass ich mich nicht verlaufe. Der Straßenbahn nach, da sind wir gleich schon da. Also auch hier bin ich kein Freund für der 6er Weste, einfach wegen dem Ausdauerthema. Weil ich habe jetzt schon die Hälfte verbraucht, hätte ich jetzt noch mehr Zeug dabei. Und ich habe jetzt schon 36 Kilo, ne? Dementsprechend...
sind wir schon hier. Ich glaube, ja, diese Metallgitter sind auch kugelsicher. Ich hatte mal einen Shootout mit jemand anders hier. Das habe ich dann knapp gewonnen. Man gewöhnt sich an, aus der Hüfte einfach ein bisschen anzulegen. Das ist nicht unbedingt gut für den Munitionsverbrauch und die Munitionsgeschwindigkeit. Aber ja. So, hier haben wir Vault Nummer 2. Die machen wir eigentlich nur, wenn wir jetzt in House of Scott was gefunden hätten. Oder im Museum. Wenn du jetzt keinen Schädel gefunden hast oder House of Scott schon offen ist, kann man hier halt auch nochmal gucken. Es ist halt nicht so wild. Das ist auch nicht der Hauptraum der Vault. Sondern hier haben wir den Pausenraum. Ja. Waffenschrank. Also ich habe hier auch schon... ja, kann man auch mal machen. Habe ich hier schon die offen vorgefunden, habe mich in den Unterraum gestellt und habe dann gehört, okay, hier ist die Vault, hier hat sich oben einer bewegt und gelootet. Und dementsprechend habe ich dann gewartet und ihn abgefangen. Ja gut, aber so schlecht ist es bis jetzt nicht. Mal gucken, was noch kommt. Eine gute Dreier Westen, noch eine Dragunov. Ja, oder so. Das ist jetzt die 4. Dragunov? Ne, die 3. Geht zählen, habe ich halt auch nicht so. Ja, also bescheiden. Ne? Eine 6er Weste und jetzt 3 Dragunov, wenn man möchte. Ich meine, man kann die ganz gut verkaufen, aber ich glaube, die sind für den Ragnar sogar zu groß. Eine von den wenigen. Also die AK 74 geht hier also ohne Probleme rein. Oh, auch? Ne, seht ihr? Die geht nicht rein. Da ist dann nämlich wieder der Punkt, da bringt mir dieser tolle Rucksack auch nichts. Wenn ich die Waffe da nicht drin verstauen kann. Na, jetzt können wir natürlich so einen machen. Ja, und wir haben natürlich noch einen auf. Ja, also entschuldigt das Chaos gerade. Aber könnten jetzt so nach und nach alles mitnehmen, ne? Ich habe auch lange keine mehr gespielt. Haben die alle das 15er Magazin? Ne, wir haben also hier schöner Vergleich. Das 10er und das 15er Magazin. Auch meine liebe Sicherung, aber nur mit Einzelschuss und Vollautomat. Einzelschuss und Sicherung. Ja, und wie ich sagte, wir können also hier oben rausgucken und rausschießen. Oder auch, wenn man ein bisschen salty ist, ne? Einfach den Kram raus ins Wasser schmeißen. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, warum man diesen Laser eigentlich nicht so spielen sollte. Weil ich jetzt einen Rucksack mit Zeigefunktion habe. Katastrophe. Jetzt wollten wir nochmal kurz auf Phoenix schießen. Ich bin uns kaum gar nicht gewöhnt. Das ist irgendwie peinlich jetzt, ne? Ja. Ich glaube, das schneiden wir raus. Gut, das war es eigentlich auch schon, bevor ich mich jetzt hier verzettel. Die tollste Waffe bringt nichts, wenn ihr damit nicht umgehen könnt. Und dementsprechend, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und Dragunov ist aktuell noch nichts für mich. Kann interessant sein, aber aktuell noch nicht. Gut, dann haben wir die beiden Vaults auch. Dann müsste ich jetzt auch wirklich alles haben von der Map. Aber ihr könnt es mir sicher besser beweisen und in die Kommentare schreiben, was ich vergessen habe. Dann auch hier vielen Dank für eure Geduld und bis zum nächsten Mal.